Abschied naht. 2 Monate waren vergangen, seitdem Thomas in Gaza angekommen war. 2 Monate voller Herausforderungen, intensiver Erfahrungen und neuer Freundschaften. Thomas, Clara, Lena und Sophie waren zu einem unschlagbaren Team geworden. Sie hatten zusammen gelacht, geweint und sich gegenseitig unterstützt. Jetzt war der Tag gekommen, an dem sie zurück nach Hause kehren würden. Das Ende ihres Einsatzes war nahe, und obwohl sie sich auf ihre Familien und Freunde freuten, gab es auch eine Melancholie, die in der Luft lag. Die Erfahrungen, die sie gemacht hatten, würden sie für immer prägen. Am Morgen ihres letzten Tages brach jedoch hektische Betriebsamkeit aus. Ein Krankenwagen nach dem anderen fuhr vor. Ein nahegelegenes Gebäude war getroffen worden, und viele Verletzte wurden ins Feldlazarett gebracht. Ärzte, Pfleger und Freiwillige eilten umher, um den ankommenden Patienten zu helfen. Thomas und seine Teamkollegen waren sofort zur Stelle. Jeder Griff musste sitzen, jede Sekunde zählte. Ein besonders schwer verletzter Junge wurde auf einen Operationstisch gelegt. Dr. Ahmed, der leitende Chirurg, gab schnelle Anweisungen. »Thomas, ich brauche dich hier«, rief er. Während Thomas und Clara sich um den Jungen kümmerten, versorgten Lena und Sophie 2 ältere Frauen mit schweren Verletzungen. Es war eine Szene des Chaos, aber das Team arbeitete Hand in Hand, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Am späten Nachmittag, als die meisten Verletzten versorgt waren, sank Thomas erschöpft auf einen Stuhl. Clara setzte sich neben ihn. »Das war unser letzter großer Einsatz hier«, sagte sie leise. »Ich kann kaum glauben, dass wir morgen gehen.« Thomas nickte. »Es wird schwer sein, diesen Ort zu verlassen. Aber ich bin froh, dass ich diese Erfahrung mit euch teilen konnte.« Beide schauten sich an, dankbar für die Unterstützung und Freundschaft, die sie in diesen schwierigen Zeiten gefunden hatten. Noch bevor der Morgen anbrach, waren Thomas und sein Team bereits auf den Beinen. Trotz der Erschöpfung des vorherigen Tages waren sie fest entschlossen, ihre letzten Stunden sinnvoll zu nutzen. Es gab noch viel zu tun, bevor sie Gaza verlassen konnten. Zuallererst ging es um die Verteilung der überschüssigen Medikamente und Vorräte. Clara hatte eine Liste erstellt, welche Gemeinden und Einrichtungen die Spenden am dringendsten benötigten. Es ist wichtig, dass wir alles, was wir nicht mitnehmen können, an die richtigen Stellen verteilen, erklärte sie. Während Sophie und Lena die Medikamentenbestände prüften, half Thomas dabei, große Kisten mit Verbandsmaterialien, Desinfektionsmitteln und anderen medizinischen Hilfsmitteln zu füllen. Jeder Artikel wurde sorgfältig gezählt und notiert. Sie wollten sicherstellen, dass nichts verschwendet wurde. Nachdem die Vorräte sortiert und verpackt waren, luden sie alles in einen großen Lastwagen. Mit Hilfe einiger einheimischer Freiwilliger fuhren sie zu mehreren Dörfern in der Umgebung, um die wertvollen Güter zu verteilen. An jedem Ort wurden sie mit Dankbarkeit empfangen. Die Menschen hier hatten so viel Leid erlebt, und jede noch so kleine Geste der Hilfe bedeutete ihnen viel. Am späten Nachmittag kehrten sie erschöpft, aber zufrieden ins Feldlazarett zurück. Dort trafen sie Dr. Ahmed, der ihnen herzlich für ihre harte Arbeit und ihr Engagement dankte. »Ihr habt hier Großartiges geleistet«, sagte er. »Die Menschen hier werden euch nicht vergessen.« Thomas lächelte. »Es war uns eine Ehre, hier zu helfen. Wir werden Gaza auch nie vergessen.« Nach einem letzten gemeinsamen Abendessen packten sie ihre Sachen. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Morgen würden sie den Weg zurück nach Hause antreten. Doch der Geist der Zusammenarbeit und die Erinnerungen an die Menschen, denen sie geholfen hatten, würden sie immer begleiten. In der letzten Nacht ihres Einsatzes saßen Thomas, Clara, Lena und Sophie auf dem Dach des Feldlazaretts, blickten in den sternenübersäten Himmel und genossen die kühle Brise der Nacht. Sie hatten Decken und ein paar Snacks mitgebracht und machten es sich gemütlich. Die Ruhe der Nacht stand im krassen Gegensatz zu dem Chaos und der Hektik der vergangenen Wochen.
Könnt ihr euch vorstellen, wieder in einem normalen Krankenhaus zu arbeiten, ohne all das hier?, fragte Lena nach einer Weile. Sie spielte mit einer Haarsträhne und blickte in die Ferne. Es wird sicherlich anders sein, wieder in der Routine, antwortete Sophie nachdenklich. Aber ich glaube, diese Erfahrung hat uns alle verändert. Thomas nickte zustimmend. Ich werde die Menschen hier und die Kameradschaft, die wir aufgebaut haben, vermissen. Es ist nicht einfach, nach so einer intensiven Zeit einfach weiterzumachen. Clara lächelte und schlug vor, wie wäre es, wenn wir uns in ein paar Monaten in Berlin treffen? Ein Wochenende nur für uns, um Geschichten auszutauschen, Erinnerungen aufzufrischen und ein paar gute deutsche Biere zu trinken? Alle lachten und stimmten zu. Es ist ein Date, rief Thomas fröhlich. Die Nacht zog sich weiter, und sie sprachen noch stundenlang. Über ihre Erlebnisse, ihre Ängste, ihre Hoffnungen und Träume. Als der Morgen graute, waren ihre Augenlider schwer, aber ihre Herzen waren leicht. Der nächste Morgen kam zu schnell. Sie packten ihre Taschen, verabschiedeten sich von den anderen Freiwilligen und den Menschen, die sie so sehr ins Herz geschlossen hatten. Mit versiegelten Umarmungen und Tränen in den Augen bestiegen sie das Fahrzeug, das sie zum Flughafen bringen würde. Die Fahrt war still, jeder war in seinen Gedanken versunken. Als sie am Flughafen ankamen, umarmten sie sich ein letztes Mal. Bis bald in Berlin, flüsterte Clara. Thomas, mit feuchten Augen, lächelte und nickte. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Und so endete ihr Einsatz in Gaza, mit dem Versprechen auf ein Wiedersehen und der Gewissheit, dass wahre Freundschaft keine Grenzen kennt.